Herzlich willkommen. Ich möchte im Folgenden das Modell vorstellen, das wir im Rhapsody Jumpstart Training umsetzen. Das Rhapsody Raspberry Training von Evotion ist ein dreitägiges Rhapsody Training, bei dem von Anbeginn das beliebte Raspberry Pi zum Einsatz kommt. Am ersten Tag lernen wir das Raspberry Pi und Grundkonzepte von Rhapsody kennen. Wir entwerfen zunächst ein relativ einfaches Modell, um das Display und die Drucktasten abzufragen bzw. zu steuern. Die Hardware werde ich Ihnen später noch zeigen. Am zweiten und dritten Tag entwickeln wir schließlich ein Alarmsystem, dessen Modell wir Ihnen hier im Webinar vorstellen möchten. Auf spezielle Rhapsody-Features werden wir in diesem Webinar aus Zeitgründen nicht eingehen können. Schauen wir uns das Vorgehen und das Modell an, welches wir im Training umsetzen. Wir gehen bei dem Training während der Entwicklung des Systems von realitätsnahen und praxisorientierten Szenarien aus, wie es in ähnlicher Form jeder von uns mal kennengelernt hat. Die Kundenanforderungen liegen uns in Form eines Word-Dokumentes zur Verfügung, sie sind inkonsistent und fehlerhaft. Auch gibt es bei der Hardware und der Hardware-Ansteuerung Probleme. Sie werden von einer externen Firma zugeliefert, welche jedoch Lieferschwierigkeiten hat. Nichtsdestotrotz ist der Abgabetermin einzuhalten, wir müssen also die Applikation auch ohne Vorhandensein der Hardware weitgehend entwickeln und testen, bevor die Hardware zur Verfügung steht. Schauen wir uns also zunächst das Anforderungsdokument an. Es soll eine Alarmanlage entwickelt werden, welche vor Einbruch schützt und bei Einbruch Alarm gibt. Die Anforderungen stehen alle im Dokument. Die Alarmanlage muss vom Anwender aktiviert sowie deaktiviert werden können. Eine Ein- und Ausgangsverzögerung soll das Verlassen und Betreten des Gebäudes ermöglichen. Das Alarmsystem soll mit Sensoren ausgestattet werden, die das Öffnen von Tür und Fenster sowie Bewegung innerhalb des sichernden Bereiches erkennen. Wenn die Scharfstellung aktiv ist und eine Bewegung im sichernden Bereich festgestellt wird, soll sofort ein Signalgeber ausgelöst werden. Neben diesen hier eher vagen und zum Teil inkonsistenten Anforderungen gibt es auch sehr konkrete Anforderungen zum User Interface, welche direkt auf die Umsetzung vorgreifen, wie zum Beispiel, dass diverse LEDs und ein Display zur Statusanzeige anzusteuern ist. Eine wichtige Aussage ist hier gegeben, dass die Schnittstellen zur Hardware und zum User Interface vordefiniert sind und zur Verfügung gestellt werden. Wir müssen also unsere Applikation gegen eine vordefinierte Schnittstellenbeschreibung entwickeln. Auch diese Anforderung hier unten ist interessant, eher in einem Nebensatz und völlig losgelöst, dass der Status der Alarmanlage und ein Zeitstempel aufzuzeichnen und anzuzeigen ist. Da wir gegen die Anforderungen entwickeln und den Nachweis erbringen müssen, dass wir diese umgesetzt haben, ziehen wir uns die Anforderungen über das Rhapsody Gateway aus dem Word-Dokument als Modellelemente in Rhapsody rein, sodass diese für die weitere Nachverfolgbarkeit im Modell zur Verfügung stehen. Zur besseren Übersicht können wir auch die Anforderungen automatisch in einer Tabelle darstellen lassen. Das ist ein relativ neues und bereits sehr beliebtes Feature innerhalb von Rhapsody. Basierend auf den Anforderungen führen wir eine Use-Case-Analyse durch. Im Use-Case-Diagramm definieren wir die Systemgrenzen, die Anwendungsfälle sowie die Aktoren, die mit diesen in Verbindung stehen. Die Anwendungsfälle sind eine gute Grundlage für die einzelnen Anforderungen zu gruppieren und zu ordnen, indem wir die Anforderungen den gefundenen Anwendungsfällen zuordnen. Wie hier im Beispiel gezeigt, indem wir alle Anforderungen für die Statusanzeige dem Use Case Status zuordnen. Diese Zuordnung können wir auch in einer Matrix sehr schön und übersichtlich darstellen lassen. Aber nicht nur darstellen lassen, in der Matrix können wir auch sehr schnell und effizient weitere Verlinkungen mit Use Cases vornehmen und automatisiert als Diagramm anzeigen lassen. Schauen wir uns auch kurz die zur Verfügung gestellten Interfaces an. Sie stellen den Abstraction Layer zur späteren Hardware dar. Gegen diese Interfaces ist die Anwendung zu entwickeln und zu testen. Eventor, ein Event, das von der Hardware gesendet wird, wenn die Tür geöffnet wurde. On-Key-Off, On-Key-On, die Taste zum Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage. Event Movement, ein Event, das von der Hardware gesendet wird, wenn eine Bewegung detektiert wird. Operationen für die Ansteuerung der LEDs, des Displays und der Sirene. Mit den gelieferten Interfaces spezifizieren wir den Hardware-Port für unseren Home-Alarm, der als Interaktionspunkt mit dem späteren Hardware-Treiber dient.
Aufrufe, die wir von der Hardware empfangen, sind in den Provided Interfaces unseres Ports zusammengefasst. Aufrufe, die wir zur Hardware senden, sind in den Required Interfaces zusammengefasst, wie hier unser Siren On. Da uns die Hardware nicht zur Verfügung steht, werden wir unseren Home Alarm im ersten Schritt mit einem Tester als Stellvertreter und Platzhalter verbinden. Diese Tester nutzen wir im weiteren Verlauf, um unsere Applikation und die realisierten Interfaces zu testen. Der Tester verfügt über einen Port, der mit den gleichen Interfaces nur spiegelverkehrt spezifiziert ist. Home Alarm und Tester sind in einen Tester-Builder eingebettet. In unserem Fall erstellt der Builder die Laufzeitobjekte von Home Alarm und Tester und initialisiert die Beziehung, die Connection zwischen den Ports von Home Alarm und Tester. Für die weitere Analyse und zur Objektfindung erstellen wir im Anschluss Anwendungsfall-Szenarien, die uns auch später als Testfall-Szenarien zur Verfügung stehen. Wie hier dargestellt, dass zum Beispiel über die Interface-Operation OnKeyOn die Alarmanlage scharf geschaltet wird und die gelbe LED während dem Verlassen des Raumes blinkt, der Status aufgezeichnet wird und über die Interface-Operation ShowDisplay auf der Hardware dargestellt wird. Auch hier schön zu sehen, dass wir den Tester als Stellvertreter für den Hardware-Treiber nutzen, welcher die Operation ShowDisplay realisiert. Weitere Szenarien folgen. Hier sei die Alarmanlage scharf gestellt und aktiv und eine Bewegung wird detektiert. In diesem Fall hat laut Anforderung sofort ein Alarm zu ertönen. Oder hier ein Beispiel, in dem wir ein konkretes Laufzeitobjekt der Klasse KeyController aufrufen für die Steuerung der roten LED über die Interface-Operation LED On. Diese Szenarien dienen wie gesagt der Klassen- und Objektfindung, ihrer Schnittstellen und Verhaltensbeschreibung. Das Modell wird im Laufe der Entwicklung sukzessive um Klassen und deren Beziehungen untereinander erweitert. Wie hier dargestellt, besteht der Alarmcontroller aus einer weiteren Klasse Status Report, welcher Tickets erzeugt, die die Informationen zum Statuswechsel und Uhrzeit speichern. Oder hier die Klassenbeziehung zum LED-Controller, dessen 3 Instanzen unabhängig voneinander die 3 LEDs steuern. Am Ende besteht unser Home Alarm, der wiederum eine Bilderklasse ist, aus einem Alarmcontroller, KeyController sowie 3 LED-Key-Controller-Instanzen für die unabhängige Ansteuerung der gelben, roten und grünen LED. Im weiteren Verlauf definieren und implementieren wir das Objektverhalten, wie hier gezeigt über einen State-Chart im Alarmcontroller. Das Schöne an der Ansicht ist, dass man auf abstrakt hohem Niveau und für alle verständlich das Systemverhalten beschreiben kann. Schauen wir uns mal exemplarisch an, was passieren soll, wenn wir in den Zustand Intrusion gehen. Hier werden unter anderem die Operationen Alarmsignal On und Red LED On des Alarmcontrollers aufgerufen. In der Implementierung der Operation Alarmsignal On sehen wir, wie das Senden einer Nachricht über einen Port realisiert ist. Über Outport, welcher Port, Pout, rufen wir die Operation Siren On. Diese Operation wurde uns aus der Schnittstellenbeschreibung der Hardware geliefert. Wie wird diese Nachricht geroutet? Schauen wir uns das mal näher an. Der Port Pout des Alarmcontrollers ist unter anderem über das Interface eSignal Control spezifiziert, in dem die abstrakte Interface-Operation Siren On definiert ist. Dieser Port ist mit dem äußeren Port namens HB unseres Home-Alarm-Systems verbunden. In der Tester-Bilder-Klasse sehen wir, dass dieser Port HW vom Home-Alarm mit dem Port HW des Testers verbunden ist. Der Tester dient als Stub für den später zu ersetzenden Hardware-Treiber. Unser Tester hat keine weiteren inneren Paths, der Port des Testers ist daher ein Behavior-Port und der Tester damit das finale Empfangsobjekt, welches die Operation Siren On realisiert. Als Stub begnügen wir uns für Testzwecke mit einem einfachen Cout und geben den Wert in der Konsole bzw. dem Panel aus, das ich später noch zeigen werde. Das Modell wird inkrementell erweitert und getestet. Model Execution ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Trainings bei der Umsetzung unseres Systems. Die dazugehörigen Komponenten erstellen wir in diesem Deployment Package. Zum Testen unserer Applikation auf der Windows-Umgebung sei dies die Tester-Prototype-Komponente
Diese ist, wie man auch hier sieht, ein Executable. Das heißt, wir erstellen und kompilieren für Windows einen Tester Prototype.exe. Initiale Instanz der Komponente Tester Prototype ist der Tester Builder. Zur Laufzeit wird der Tester Builder die Parts Home Alarm und Tester anlegen und die Links bzw. Connections zwischen den Ports initialisieren. Die Animation für die Model Execution ist eingeschaltet. Als Compiler nehmen wir den Visual Studio Compiler. Auch ein kleines User Interface, ein Rhapsody Panel, von dem ich eingangs gesprochen habe, soll nicht fehlen. Dieses haben wir hier über den Tester realisiert und über das Panel werde ich über die Ports des Testers unseren Home Alarm ansteuern. Solche Panels lassen sich in Rhapsody on the fly mit vordefinierten Elementen zusammenstellen. Lassen wir die Applikation laufen. Der Animation Toolbar erscheint, ähnlich wie beim Source Level Debugger. Unten habe ich Event Queue und den Call Stack. Ich werde mal durch die Initialisierung steppen und sehe unten rechts im Call Stack, wie die Konstruktoren der einzelnen Elemente aufgerufen werden. So, das soll mal genügen. Ich mache einen Run, lasse die Applikation laufen. Der aktuelle Zustand wird angezeigt, sowie der Zeitstempel, zu dem dieser Zustandswechsel erfolgte. Die Alarmanlage ist off und damit disarmed. Im Browser kann ich mir die einzelnen Laufzeitobjekte, die Instanzen, anzeigen lassen. Hier zum Beispiel unsere 3 LED-Instanzen für die Farben Rot, Grün und Gelb. Wir können uns auch das animierte Stagechart unseres Alarmcontrollers betrachten. Hier auch schön zu sehen, dass sie im Off-Zustand sind. Ich werde noch geschwind die Fenster neu anordnen, sodass wir das Stagechart und Panel nebeneinander liegen haben. Jetzt drücke ich Arm, bedeutet, der Tester sendet die Operation OnKeyOn. Ich bin nun im Armed Exiting Mode, habe Zeit, den Raum zu verlassen, die gelbe LED blinkt, bevor die Sensoren und das System scharf geschaltet ist. Auch hier wird der neue Status respektive Zeitstempel aufgezeichnet und angezeigt. Wir können uns auch ein animiertes Sequenzdiagramm anzeigen lassen, welches die Interaktion der einzelnen Elemente zur Laufzeit aufzeigt. Ich spiele nun das Szenario durch, dass eine Bewegung im sichernden Bereich detektiert wird. In diesem Fall soll der Alarm sofort ausgelöst werden und die rote Alarm-LED angehen. Der komplette Trace wird angezeigt und wir sehen, wie nach der definierten Alarmzeit die Alarmanlage in den Silent Mode übergeht. Auf dieser Ebene testen wir die komplette Funktionalität unseres Subsystems Home Alarm mit seinen Interfaces. Wichtig dabei zu wissen ist, dass dies keine Simulation, sondern der Code der tatsächlichen Applikation ist, wie er auch später auf der Hardware läuft. Wenn das nur eine Simulation wäre, hätten wir zwar sichergestellt, dass die Kundenanforderungen richtig verstanden und umgesetzt werden können, allerdings müssten wir das System mit viel Aufwand anschließend noch implementieren. Die Applikation ist getestet und die Anforderungen mit unserem Kunden abgestimmt. Inkonsistenzen in den Anforderungen konnten dank ausführbarer Modelle früh gefunden werden. Im nächsten Schritt gehen wir davon aus, dass die Hardware oder Treiber geliefert wurden. Nun geht es darum, die Applikation auf die Hardware zu deployen. Zunächst stelle ich aber kurz die Hardware nochmal vor. So, das ist das Raspberry Pi, wie wir es im Rhapsody Raspberry Pi Training benutzen. Wir haben das Raspberry Pi, das ist erweitert um ein Display von Adafruit, hat hier diese Buttons, die wir ansteuern können, hat ein Display. Das Ganze wird über einen i2C-Bus getrieben. Wir haben ein Extension Board, ein Fischtisch, da sind 3 LEDs drauf, eine grüne, eine gelbe und eine rote LED. Wir haben einen Buzzer drauf, daran angeschlossen haben wir einen Türsensor, der erkennt, ob die Tür auf ist oder geschlossen ist. Und wir haben hier hinten leicht versteckt einen Infrarotsensor, der dann die Bewegungen detektiert. Unser Home-Alarm ist nun in den Rasp-Builder eingebettet.
welche initiale Instanz einer Komponente für den Raspberry sein wird, welche ich gleich zeigen werde. Anstelle des Testers verbinden wir diesmal einfach den Port von HomeAlarm mit dem Port des gelieferten Hardware-Treibers. Das war's schon. Da die Interfaces der beiden Ports von HomeAlarm und Rasp-Driver-Builder, unserem Raspberry Hardware-Treiber, gleich sind, haben wir hier einen Matching-Port. Der Raspberry Hardware-Treiber besteht aus einem Part Fischtisch zur Ansteuerung der LEDs und des Buzzers und einem Part Rasp-Display zur Anzeige auf dem Display. Der äußere Port des Raspberry Hardware-Treibers ist ein Relay-Port. Er leitet seine Nachricht an die Ports seiner internen Parts, hier dem Fischtisch, weiter, welche die unter anderem uns bekannte Siren-On-Operation realisiert. In der Implementierung von Siren-On sehen wir, dass eine interne Operation Switch Siren-On gerufen wird, welche ihrerseits einen High-Pegel auf den GPIO-Port schreibt, an dem die Sirene bzw. der Buzzer angeschlossen ist. Die Rasp-Builder-Klasse wird initiale Instanz der Komponente Rasp-Prototype. Zur Laufzeit wird der Rasp-Builder die Parts HomeAlarm und den Part für den Raspberry-Treiber anlegen und die Links bzw. Connections zwischen den Ports initialisieren. Bildumgebung ist statt Windows jetzt GCC, der GCC Cross-Compiler, den wir während dem Training installiert haben, damit wir die Komponenten auf unserem PC für das Target kompilieren können. Die Applikation ist bereits kompiliert. Mit Run laden wir die Applikation vom PC auf das Target und starten sie auf dem Raspberry Pi. Nach dem Start erscheint wieder der Animation Toolbar und unser Raspberry Panel. Das zeige ich jetzt nicht, sondern werde gleich das Raspberry Pi einblenden. Denn schließlich möchte ich das System über die reale Hardware ansteuern. Ich öffne gerade mal die Instanzen aller State Charts und blende die Hardware ein. So, im nächsten Schritt werde ich jetzt die Alarmanlage scharf stellen. Jetzt leuchtet die gelbe LED. Ich habe Zeit, den Raum zu verlassen. Und wenn ich den Raum verlassen habe und der Timer ist abgelaufen, dann sind alle Detektoren scharf geschaltet und die LED leuchtet dauerhaft. Und jetzt können wir mal ein Szenario durchspielen, wo ich die Tür öffne. Jetzt hätte ich wieder Zeit, die Alarmanlage zu deaktivieren. Und wenn ich das nicht in der vordefinierten Zeit schaffe, dann geht der Alarm an. Und dieser Alarm wird an sein für eine gewisse Zeit, bevor er dann wieder ausgeht und wir im Silent Mode sind. Weitere Themen des dreitägigen Trainings, die wir hier nicht besprochen haben, sind Reverse Engineering, Einbinden von externen Libraries, statische Codeanalyse, Model-Driven Testing mit dem Test Conductor und Best Practice Configuration Management. Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Wir würden uns freuen, Sie bei eines unserer nächsten Trainings persönlich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!